Leaders for Equality. Führungskräfte nutzen Chancen. Unter diesem Titel haben wir, ein Team der Organisationspsychologie der Universität St. Gallen, rund 1200 Schweizer Führungskräfte befragt, was Männer in Führungspositionen für die Gleichstellung von Männern und Frauen im Unternehmen tun können. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Männer hier aktiv werden wollen und dies auch bereits sind, zugleich aber noch weiteres Potenzial besteht. Mich würde es noch wundernehmen, über was Männer eigentlich miteinander sprechen, wenn es um Gleichstellung geht. Oder reden die da gar nicht drüber? Aus unserer Umfrage wissen wir, dass sich Männer in erster Linie als Führungskräfte vom Thema angesprochen fühlen, weniger als Privatmänner. Fairness, ökonomischer Unternehmensnutzen und Vorteile für sie als Führungskraft sind für sie Hauptargumente, sich zu engagieren, nicht die persönlichen Vorteile für sich selbst oder die Partnerin oder die Töchter. Auch fühlen sie sich häufig nicht für das Thema verantwortlich. Gleichstellung wird scheinbar immer noch stark als Thema der Frauen gesehen, für das sich Männer zwar auch engagieren können und müssen, das sie aber selbst nicht wirklich betrifft. Es scheint, als ob Männer tatsächlich relativ wenig über Gleichstellungsthemen sprechen. Das ist aber zugleich nur die halbe Wahrheit. In unseren Diskussionen mit männlichen Führungskräften haben Männer sehr wohl Anliegen diskutiert, die Männer beschäftigen und auch betroffen machen. Ja, ich erlebe zum Beispiel die Zusammenarbeit in einem gemischten Team für nicht nur produktiver, sondern auch kommunikativer und insgesamt angenehmer. Ich möchte diese Diversität hier nicht mehr missen. Also für mich geht Gleichstellung auch ganz stark um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Oder allgemeiner gesagt, der Work-Life-Integration. Ich möchte nicht der Vater sein, den die Kinder nur am Wochenende sehen. Ich möchte teilhaben am Leben meiner Kinder und ihrem Alltag, die kleinen Dinge eben mitzubekommen. Ja, aber auf Teilzeit gehen? Da bist du doch gerade weg vom Fenster. Genau das müsste sich doch aber ändern. Ich möchte doch beides können. Für meine Kinder da sein und einen spannenden Job machen. Da muss sich, so meine ich, vor allem unser Führungsverständnis ändern. Wenn du mal schaust, wie die ganz oben sich so präsentieren, alle sportlich, mit Durchhalteparolen, die arbeiten doch alle 70 Stunden Minimum. Das finde ich nicht erstrebenswert. Also mir sind die kein Vorbild. Ja, das geht mir genauso. Aber es ist doch schon auch auf unserer Ebene so, dass immer noch mehr zählt, wer lange da ist und auch nach Feierabend erreichbar und weniger das, was man geleistet hat. Stimmt, ja. Und gesund finde ich das auch nicht, wenn du dir nur mal die Rate der Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Männern jenseits der 50 anschaust. Hey, spannend, was ihr da so diskutiert. Das heißt ja schon, dass ihr als Männer auch ganz stark von der Gleichstellung hier im Unternehmen profitieren würdet, oder? Ja, schon. Sicher. Mensch, dann wäre es doch toll, ihr würdet euch mehr einsetzen. Zum Beispiel als Rollmodelle oder Male Allies bei unseren Gleichstellungslunches. Ich fühle mich halt schon unwohl unter all den Frauen. Und drängen wir uns da nicht auf? Wollen die uns überhaupt dabei haben? Ja, ich sehe den Punkt. Das kann natürlich heikel sein, wenn ihr da auftaucht und meint, uns Frauen jetzt gute Ratschläge geben zu können. Aber so kenne ich euch eigentlich gar nicht. Ich denke, wenn ihr klar macht, dass ihr mit uns am selben Strang ziehen wollt, euch die Themen bewegen und ihr was verändern wollt, dann seid ihr da gerne willkommen und sogar ausdrücklich erwünscht. Es gibt viele Gleichstellungsthemen, die Männer betreffen und auch beschäftigen. Sobald sie beginnen, über ihre eigenen Anliegen zu sprechen, können männliche Führungskräfte nicht nur wichtige Rollenmodelle, sondern auch starke Verbündete für die Gleichstellung im Unternehmen sein. Hier sollten Frauen und Männer unbedingt zusammenarbeiten. Häufig gelingt das einfacher, wenn man zunächst die Themen identifiziert, an denen alle ein Interesse haben. Das Führungsbild, die Flexibilisierung von Arbeitszeiten und Arbeitsort, Fragen der Work-Life-Integration. Und dann konkret am Thema arbeiten und schauen, was Männer und was Frauen beitragen können. Meine Erfahrung als Beraterin ist, dass es immer viel zu entdecken gibt, fangen Männer einmal an, sich über Gleichstellung auszutauschen und sich aktiv einzubringen.
Wie schaut das bei Ihnen aus? Worüber sprechen Sie mit anderen Männern? Was sind die Themen, die Männer mit ihrem Unternehmen bewegen? Und wie können und wollen Sie sich in die Gleichstellungsaktivitäten einbringen? Tauschen Sie sich dazu mit Ihren Kollegen und Kolleginnen aus. Sehen diese das ähnlich oder anders?